Herzlich willkommen bei Cryptowelt, Kryptowissen leicht verständlich. Wieder live hier auf diesem Kanal und heute schauen wir eine Studie an, wo jemand behauptet, Bitcoin ist ein absolutes Muss. Legen wir los. Okay, schauen wir mal kurz den Markt an. Heute mal mit einem anderen Übersicht. Wollte ich euch einmal zeigen, wir sind Bitcoin ein bisschen im Plus. Wir sind bei 6400, ihr könnt das selber anschauen. Aber was ich euch zeigen wollte, ich habe diesen Link schon mal gepostet. Das Allzeithoch, wie viel das wir entfernt sind, das waren wir mal bei 20.000. Das sind vom aktuellen Preis, reden wir da bei 68% minus. Aber wenn wir die da andere Zahlen anschauen, seht ihr, dass der Bitcoin im Verhältnis zu den meisten Coins immer noch am besten abgeschlossen hat. Das finde ich auch noch eine interessante Aussage. Diese Seite kann ich grundsätzlich sehr empfehlen, weil ihr könnt da herumspielen, ihr könnt da Filter setzen vom Preis, vom Allzeithoch, vom Datum und so weiter. Finde ich sehr spannend. Und ihr könnt natürlich auch sortieren. Wir können mal schauen. Der höchste, also der meiste verloren, zum Beispiel Bitcoin Diamond mit 98% vom Allzeithochs. Und der am wenigsten, ja, Tether ist klar, das ist, ist ja nur ein Stablecoin, aber sonst seht ihr auch, dass der Bitcoin von allen Coins eigentlich fast wirklich auf Platz 1 ist im prozentualen Verlust. Also mit nur in Anführungszeichen 68%. Also es ist für mich auch wieder ein Indiz, dass der Bitcoin selber wirklich der Master ist von den Coins und ja, werden wir sehen. Aber gehen wir weiter zu den News. Und das ist ein Yale-Professor, der behauptet hat, Bitcoin sei ein unverzichtbarer Bestandteil eines Portfolios. Also das heißt, er hat die verschiedenen Assets überprüft und hat die Bitcoin, also die Kryptoszene angeschaut, aber ich glaube nur Bitcoin, Ethereum und Ripple, genau, hat er verglichen und kam zum Schluss, dass das absolute Minimum von jedem 1% im Portfolio sein sollte. Er sagt dann noch besser 4 bis 6%, weil er hat das entsprechend verglichen mit Renditemöglichkeiten und dem Risiko. Und da kam er zum Schluss, jeder sollte mindestens 1% in diesem Portfolio beinhalten. Das wollte ich mal kurz zeigen. Ist natürlich auch wieder eine Studie, da gibt es wahrscheinlich eine Gegenstudie, aber ich finde es trotzdem spannend, das einfach mal zu zeigen, wie das so im Moment im Markt läuft. Ich werde es natürlich wie immer unten in der Beschreibung verlinken. Dann kommen wir zu 5bucks.com. Das ist eine neue Plattform. Das ist ähnlich wie einige schon bestehende Plattformen wie Fiverr und so weiter von Freelancer. Und die haben jetzt das Ziel gesetzt, dass sie einfach mit $5 Angebot, also einfach mit kleinen Preisen Leute locken können, die auch nicht so viel Geld haben, wollen sie das machen. Das Spezielle an dieser Firma ist, dass das In und Out vom Geldmarkt alles in Bitcoin Cash ist. Also das ist natürlich schon eine spezielle Möglichkeit, dass die Kryptoszene entsprechend verbreitet wird und die Leute mehr in die Kryptoszene kommen. Wenn sie von diesem Angebot profitieren wollen, dann müssen sie Bitcoin Cash haben. Und sonst geht das nicht. Und das wird einfach umgewandelt im aktuellen Kurs zu $5 und können dann die bekommen und das Senden vom Geld ist in dieser Währung. Aktuell hat es noch nicht so viele. Ich habe das was haben die geschrieben? Genau, 85 Listing und 166 Sellers, aber immerhin steht der Tropfen höhlt den Stein, sagt man ja. Und dann schauen wir mal, wie das sich dann weiterentwickelt. Ja, heute haben wir Donnerstag, da hätten wir eigentlich FAQ. Wenn ihr also eine Frage habt, könnt ihr jetzt die gerne reinschreiben. Also gebt Gas und stellt mal die Frage. Ich wäre natürlich offen für jetzt das zu beantworten. Ja, ich warte mal einen kleinen Moment und falls da keine Frage kommt, würden wir weitermachen. Wäre natürlich cool, wenn mal eine Interaktion wäre, dass mit euch das austauschen, wenn ihr Fragen habt oder was auch immer, dann stellt euch die Frage, dann stehe ich euch gerne zur Verfügung. Der Chat ist ziemlich ruhig, wenn ihr noch was kommt, dann werde ich auf das eingehen und sonst machen wir weiter. Dann hätten wir der Link des Tages,
habe ich jetzt das mal ausgesucht. Cryptodelver, wie sich das immer ausspricht, ist auch eine Übersicht. Was ich da speziell gut finde, ist, dass man einen Algorithmus auswählen kann, wenn man wissen möchte, welche Coin meint mit welchem Algorithmus. Zum Beispiel SEA256 sind die meisten, weil das ist ja Bitcoin und deren Forks sind meistens auch der gleiche Konsensus, sprich Algorithmus, wo man da sehen kann. Das kann man da entsprechend filtern. Wenn man sagt, wer ist Crypt oder wenn man ein kleiner X15, das sind jetzt diese Coins. Wenn ihr das, da habt ihr eine gute, schnelle Übersicht. Von dem her finde ich das wirklich noch sehr gut. Und auch Masternodes, wenn ihr wissen wollt, welche Coins bietet einen Masternode an, da ist der Dash der bekannteste. Da sieht ihr auch, welcher Algorithmus, welcher Proof-Type und kann man es meinen oder nicht. Wie viele Coins braucht man pro Masternode und so weiter und so fort. Also ich finde es auch noch eine sehr übersichtliche Seite. Da gibt es auch noch ASIC-Miner in der Übersicht, dass ihr sagt, welcher ASIC-Miner ist, mit welcher Hashrate. Also wieder mal eine Seite als Möglichkeit, dass ihr Informationen sammeln könnt. Das war so der Link des Tages. Ja super, jetzt habe ich es nicht mal habe ich gerade gesehen, Entschuldigung, mein Fehler. Hier, das ist die Seite, die ich gemeint habe. Ich zeige es nochmal kurz, der Coin, alle Coins. Ihr könnt hier Algorithmus setzen, könnt ihr entsprechend filtern, Mastercoins und die ASICs-Miner. Habt ihr hier die entsprechende Möglichkeit, das anzuklicken. Sorry für den Fehler. Das ist natürlich, wenn man live ist, kann das passieren, dass ich den Bildschirm nicht übertragen habe. Okay, dann gehen wir noch kurz zum Event. Am 21. August möchte ich noch darauf hinweisen. Cryptotreff.ch, würde mich freuen, wenn du dabei bist. Komm doch vorbei, wird sicher eine interessante Runde. Und Instagram, folgt doch mir, würde mich freuen. Ich bin da seit kurzem dabei und poste auch immer wieder was interessante Infos. Ja, das war's von mir schon wieder. Heute eher eine kurze Episode. Morgen werden wir dann wieder die nächste machen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like da unten, weil es dann gleich erscheint, respektive ein Abonnent. Und wenn ihr dieses Video liked, wäre cool. Ich wünsche euch einen super Tag. Wir haben heute nochmal einen super schönen, genialen Tag hier in Zürich und sehen wir uns morgen. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss zusammen. Bye, bye.